Du tauschst dein Haus oder deine Wohnung mit Fremden. Karin Metschke aus Köln, die ist verheiratet, hat 2 Kinder, 7 und 9 Jahre alt. Sie und ihre Familie tauschen regelmäßig. Jetzt in den Sommerferien haben wir tatsächlich vor, oder es ist auch schon gebucht, also die Flüge sind gebucht, tauschen wir mit Zypern. Die Familie aus Zypern, die kommt zu ihnen ins Häuschen nach Köln und sie fliegen nach Zypern in eine Villa, muss man da schon sagen, mit Blick aufs Meer, herrliche Terrasse, schöner könnte es eigentlich nicht sein. Sie dürfen dann auch noch das Auto der Familie nutzen und im Haus gibt es auch noch Spielsachen für die Kinder, weil die Familie auch Kinder hat. Besser geht's nicht, sagt Karin Metschke. Und günstiger wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, du sparst natürlich Hotelkosten und du sparst dir den Mietwagen. Im Grunde genommen sind es nur die Flüge, die du buchen musst. Wir sind 3 Wochen auf Zypern. Die Flüge kosten jetzt 2.000 €. Und das ist schon viel Geld, aber ansonsten wird da nicht viel dazukommen, weil quasi mit Lebensmittelversorgen und irgendwelche Eintritte und was man halt in den Ferien so macht, würden ja hier in Köln genauso anfallen, wenn wir zu Hause bleiben würden. Zypern ist aber noch relativ teuer. Die 4 waren auch schon in Süddeutschland. Da sind dann nur die Spritkosten angefallen. Und sie waren auch schon eine Woche in Barcelona. Das war spottbillig, weil sie da rechtzeitig preiswerte Flüge gebucht haben. Während ich jetzt gerade überlege, ob jemand freiwillig mit mir in Duisburg tauschen möchte, der irgendwo in einem sonnigen Mittelmeerort wohnt. Wie macht man das mit dem Tausch? Wie läuft das? Also dafür gibt es so Portale. Die Metschkes sind Mitglied bei Homelink. Es gibt aber auch noch andere. Home Exchange heißt zum Beispiel eine Organisation, Interweg eine andere. Vom Prinzip funktionieren die alle gleich. Du zahlst einen Jahresbeitrag. Bei Homelink sind es zum Beispiel 169 €. Dafür bekommst du dann Zugriff auf die Datenbank mit mehreren 10.000 Häusern und Wohnungen in vielen Ländern auf der Welt. Und mit diesen Leuten kannst du dann tauschen. Irgendwie vermisse ich den Haken an dieser Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Ja, das Hauptproblem ist, du musst erstmal wen finden, der zum passenden Zeitraum mit dir tauschen will. Und du hast gerade schon gesagt, Duisburg, der muss dann auch noch dahin wollen, wo du wohnst. Es ist ganz schwierig, jemanden zu finden, der in deine Stadt will, sagt Karin Metschke. Köln ist schon ganz gut, aber es ist, glaube ich, nicht jetzt unbedingt so eine Destination, wo ich mir sicher sein kann, dass das auf jeden Fall gelingt. Ne? Also wenn jemand eine Wohnung in New York hat, dann wird er immer jemand finden, der da unbedingt hin möchte. Ja, und wenn du in der Eifel, möglicherweise auch in Duisburg oder am Niederrhein wohnst, kann es ein Problem gehen, jemanden zu finden, der mit dir tauschen will und das auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ich dann jemanden gefunden habe, das ist ja auch so eine Vertrauenssache. Also ich glaube, da hätte ich das größte Problem mit, dass fremde Menschen in meinem Haus sind. Abgesehen davon, ich bin ja auch in einer fremden Wohnung, in einem fremden Haus, da kann was kaputt gehen. Dann vom Familienporzellan fällt irgendwas runter, die Kinder machen aus Versehen was kaputt. Nachher ist vielleicht auch irgendwas weg. Wie läuft denn das? Du solltest auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung haben. Die deckt dann solche Schäden ab, also auch zum Beispiel, wenn das Familienporzellan runtergefallen ist. Auch zu einer Hausratversicherung raten diese Portale, wobei Haftpflicht die wichtigere Versicherung ist. Und wenn du dein Auto verleihst, solltest du natürlich darauf achten, dass der Wagen Vollkasko versichert ist und dass du bei deiner Versicherung gemeldet hast, dass zusätzliche Fahrer mit dem Auto fahren. Also da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Das ist aber sehr übersichtlich. Ansonsten ist es eine günstige, preiswerte Alternative zu teuren Hotels, zu teuren Mietwohnungen, Mietferienhäusern in den Sommerferien. Wie das funktioniert mit dem Haus- und Wohnungstausch, das hat uns Michael Westerhoff, WDR 2 Service, erklärt. Ich danke dir.